Denken wir heute an Handel, denken wir an Dinge, die in Asien gefertigt und zu unserem Vergnügen vor die Haustür geliefert werden. Das hat mit Geld zu tun, mit Gewinnen und Steuern und mit einem Konsum, der angekurbelt gehört. Doch was verbanden Menschen mit Handel, als Hungersnöte noch alltäglich waren? Und hatte es Vorteile, am Rande eines gewaltigen Imperiums zu leben? Dieser Kontakt zur römischen Welt, der war auch deshalb wichtig, weil in den dörflichen Gemeinschaften außerhalb des Römischen Reiches eine Hungersnot schnell mal geschehen konnte aufgrund einer lokalen Missernte. Versorgungsschwierigkeiten waren Begleiter der Menschen und das römische Imperium wusste hier Abhilfe zu schaffen. Man verfügte über reiche, gut organisierte landwirtschaftliche Produktionsgebiete. Hier sind etwa Ägypten oder Nordafrika zu nennen. Aus diesen Gebieten ließ sich eine große Menge an Getreide, Öl, Wein und anderen Nahrungsmitteln gewinnen und über die gut ausgebauten Seewege nach Norden transportieren. Dort profitierte nicht nur die römische Armee von diesem landwirtschaftlichen Überschuss, sondern auch jene kleinen Kriegergruppen, die bereit waren, mit Rom zusammenzuarbeiten. Die konnten nicht nur mit Gold und Luxusprodukten, sondern auch mit Nahrung ausgestattet werden und so viel erfolgreicher als ihre Konkurrenten, die etwa gegen römische Interessen arbeiteten, auftreten und ihre Leute versorgen. Rom konnte im Idealfall mit Brot Politik machen, sich Söldner und Stammesfürsten kaufen. Und was hatten unsere barbarischen Stämme noch anzubieten? In der Archäologie können wir anhand von ganz vielen Funden reiche Handelsbeziehungen zwischen den rechtsrheinischen Gebieten und den wirklich römischen Gebieten feststellen. Wir haben da zum Beispiel Bleibarren gefunden. Und diese Bleibarren waren ein ganz begehrtes Handelsgut für die Römer. Sie brauchten wahnsinnig viel Blei für Wasserleitungen, für Schleuderbleie. Und entgegen unseren Vorstellungen, dass die Germanen in Anführungszeichen hauptsächlich mit Fellen, mit blonden Frauenhaaren, mit Sklaven, mit Honig gehandelt haben, hatten die tatsächlich ein reiches Bergbaugeschehen. Die waren wirklich gute Handwerker, die waren gute strategisch gut ausgestattete Händler. Sie haben diese Handelsbeziehungen aufgebaut entlang großer Handelswege, die zuweilen bis heute noch erhalten sind. Das Stichwort wäre hier der Hellweg, der ganz bekannt ist. Und dieses Blei, diese Bergbauprodukte, die waren im Römischen Reich sehr begehrt. Die Römer haben tatsächlich gutes Geld, gute Luxuswaren für dieses Blei hergegeben. Und das Geld war aber auch gar nicht so das Wichtigste für die Germanen. Das war wichtig, aber wichtig war vor allem auch der Wissenstransfer, der Transfer von Luxusgütern, von Lebensart, die entlang dieser Handelsrouten stattgefunden haben. Bergbau hört sich schon weniger nach unseren fellbehangenen Barbaren an. Und was hatte das römische Imperium der Stammesoberschicht zu verkaufen? In den Gräbern reicher, einflussreicher lokaler Anführer lässt sich bald nach Caesars Eroberung Galliens ein intensiver Konsum von römischen Luxusgütern feststellen. Das ist etwa Glas, ein Luxusprodukt aus Werkstätten im Mittelmeerraum, das sehr begehrt war bei den Herrschaften östlich des Rheins. Ein Produkt, mit dem man seinen Einfluss, seinen Reichtum und auch seinen Kontakt zur römischen Welt eindrucksvoll zeigen konnte. Luxusgüter, Wissenstransfer und Bergbau klingen nicht unzivilisiert. Und doch können wir heute nicht sagen, ob dieser Bergbau ein positives Beispiel heimischer Industrie oder Ausbeutung für den reicheren Nachbarn war. Ganz bestimmt verfolgte Rom eigene Interessen. Es lockte die Mutigen und gab ihnen vor allem in seiner gewaltigen Kriegsmaschinerie Arbeit. Das spätlateinische Wort Barbarus, das hat übrigens eine
interessante Bedeutungsverschiebung. Das bedeutet zunächst im 2., 3. Jahrhundert unserer Zeitrechnung tatsächlich wild und barbarisch, um im Laufe der Spätantike immer mehr den Bedeutungsgehalt von tapfer, soldatisch tapfer, wacker anzunehmen. Denken Sie an die englische Wortbedeutung brave, die das heute auch noch bewahrt hat, heute auch noch zum Ausdruck bringt.